Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute schauen wir uns zusammen das 4. Studioalbum von Paul van Dyk an aus dem Jahr 2003 und zwar Reflections. Ja, nach dem Erfolg von Out There and Back war die Erwartungshaltung gigantisch. Reflections bietet zwar weiterhin den gewohnten klassischen treibenden Trance-Sound, hat aber auch so ein paar, poppige Elemente. Also es ist ein Trance-Album, hat aber einen Hauch mehr Pop zu bieten. Ist ansonsten ein Album, was zwischen Club-Energie und sehr nachdenklichen Momenten pendelt und 2004 sogar für einen Grammy nominiert wurde. Veröffentlicht wurde es diesmal nicht auf dem hauseigenen Vendit Records, sondern bei Major-Labels. Also zum einen bei Urban, bei Mute und bei Positiva. Wobei Urban und Positiva sind beides Sublabel von Universal. Deswegen kann man das auch ansehen als ein gewisser Schritt in etwas kommerziellere Gefilde. Ja, also es waren halt Major-Labels dahinter. Das bedeutet natürlich mehr Geld. Man kann bessere Videos produzieren und so weiter und so fort. Die Produktion selber war wie beim Vorgänger, und zwar hat Paul van Dyk das quasi selber produziert. Also Johnny Klimek, der bei den ersten beiden Alben mitgeholfen hat, bei 45 RPM und bei Seven Ways, der war diesmal nicht mehr dabei. Also hat quasi Paul van Dyk alles selber produziert, selber gemischt und so weiter. Natürlich gab es aber diesmal auch wieder ein paar Features, auf die ich natürlich gleich dann eingehen werde. Ja, kommen wir jetzt zum Song-by-Song-Review, und zwar fängt das Album an mit dem Opener Crush. Ist zunächst erstmal ein relativ atmosphärischer Einstieg, bis etwa bei der 1-Minute-Marke dann der Trance-Beat einsetzt. Es folgt dann ein Part, der von einem melodisch eher minimalistischen Step-Motiv geprägt wird. Kurz darauf folgt dann ein deutlich interessanterer und mehrschichtiger polyphoner Step, der im Verlauf klanglich etwas expandiert. Anschließend wird wieder Energie rausgenommen, ehe erneut das melodisch eher minimalistische Step-Motiv aufgegriffen wird, also das vom Anfang. Als Zusatz wird noch ein schönes, subtiles, melodisches Ostanido hinzugefügt. Das nennt man diese kleinen, eher etwas höher frequenten, melodischen, sich wiederholenden Parts. Das nennt man auch wie ein kleines Ostinato, kann man das auch bezeichnen. Ja, für diesen Track holte sich PVD die Gruppe Second Sun ins Boot, die damals ebenfalls beim hauseigenen Label Vendit unter Vertrag waren. Einer der beiden steuerte auch die Vocals bei. Ist insgesamt ein bisschen ungewöhnlicher Song vom Aufbau her, also nicht so ganz typisch, würde ich behaupten, weil es halt auch immer mal wieder Energie rausnimmt und dann wieder ein bisschen einfährt und dann wieder rausnimmt. Also ist ein ganz guter Opener. Für mich jetzt nicht einer der besten Songs vom Album. Ist ein solider Opener, kann man nichts sagen, vom Sound her gut. Track Nummer 2 ist dann Time of Our Lives. Das ist ein Track, das war ebenfalls ein Featuring. Diesmal mit der aus London stammenden Alternative Rock Band Vega 4. Deren Sänger John McDade steuerte auch hier die Lead-Vocals bei. Dazu muss man auch noch sagen, dass Paul van Dyk ein großer Fan von ganz vielen britischen Bands ist, also deswegen kommt das auch nicht von ungefähr. Der Sound selber ist eine Mischung aus akustischen Instrumenten von der Band und natürlich ein paar elektronischen Sounds von PVD selber, die aber hier in dem Fall ein bisschen dezenter gehalten werden. Das ist Crossover, ist vielleicht ein bisschen too much als Bezeichnung, aber ist so ein bisschen, da mischen sich so ein bisschen die zwei Welten zusammen, kann man sagen. Ist im Grunde genommen eine ganz catchy, radiotaugliche Single geworden, ehrlicherweise aber mit durchaus kommerzieller Ausrichtung. Ja, also es ist schon eigentlich so vom ganzen Album der kommerziellste Song, muss man sagen, von der ganzen Art und Weise her. Deswegen fällt auch die Bewertung ein bisschen schwer. Also ist für mich keiner meiner Lieblingssongs vom Album. Wie gesagt, es ist schon sehr, sehr poppig gehalten. Track Nummer 3 ist dann Like a Friend. Das ist eine sehr angenehme und fast meditativ nachdenkliche Downtempo bzw. fast eher Trip-Hop-Nummer. Klingt vom Sound her auch sehr stark nach UK, also nach Großbritannien, und hat auch so, ich will nicht sagen, es hat
jazzige Vibes, aber es geht fast so ein bisschen in eine Richtung, die vielleicht leicht außerhalb des Pop liegt. Also ist schon, es hat schon so ein bisschen loungiges Jazz-Feeling, so ganz leicht. Man muss sagen, wunderschöne Vocals von der Britin Jan Johnston, die auch schon mit etlichen Trance-Größen zusammengearbeitet hat. Also ist eine relativ bekannte Frau in dem Trance-Bereich. Wundervolle Vocals, ist für mich auch insgesamt ein absolut wundervolles Highlight vom Album, der Song. Ihr wisst ja, ich bin ja wie ein Freund für euch und deswegen gibt es natürlich von mir, von einem guten Freund, gibt es natürlich eine Hörprobe. Be aware of the world and be true to your conscience. Be aware of its needs, have a care, have a conscience. Be aware of the world and be true to your conscience. Be aware of its needs, like a friend you can. Track Nummer 4 ist dann der Titelsong vom Album, und zwar Reflections. Ist ein guter und angenehmer Trance-Album-Track, wie gewohnt mit sehr schönen Flächen unter anderem, aber auch mit sehr häufig wiederholenden Vocal-Fragmenten. Gonna make it back. Und melodisch sind das auch eher etwas eintönige Klänge, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht, besonders virtuos ist der Song jetzt nicht. Es ist schon eher ein bisschen eintönig gehalten von der Melodik her. Trotzdem, ein absolut anhörbarer Track, ein guter Trance-Track, kann man nichts gegen sagen. Gehört jetzt nicht zum allerbesten, was das Album zu bieten hat. Der nächste Track ist dann Nothing But You. Das war auch die Trance-Lead-Single vom Album. War eine Zusammenarbeit mit der UK-Trance-Gruppe Hamstock and Jennings. Vor allem stechen hier die engelsgleichen Vocals von Jan Johnston sowie Kim Marsh raus. Das heißt, es sind zwei Frauen hier zu hören, was man auf Anhieb gar nicht vermuten würde. Und es sollen unter anderem auch hier norwegische Lyrics zu hören sein. Könnt ihr mal googeln, falls euch das interessiert. Sind wohl norwegische Lyrics, die hier gesungen werden. Ist für mich, die Leadsingle war eigentlich so auch, kann man sagen, die beste Single wahrscheinlich vom Album. Im Gegensatz zu Time of Our Lives hatte die Single zwar auch Erfolg, aber hat seine Trance-Roots beibehalten. Also es geht nicht in eindeutige Pop-Gefilde, ist gut anhörbar, trotzdem Trance, also wirklich so eigentlich wie es sein sollte. Also wirklich eine gute Nummer, eine der besten vom Album. Und jetzt gibt es nichts weiter zu sagen, außer die nächste Hörprobe. Mit Buenaventura folgt dann der nächste Track. Ist ein sehr angenehmer Instrumentalalbum-Track und hat trotz des Trance-Rahmens einen gewissen lateinamerikanischen Flair. Also hat Bongos, Ansätze von Samba-Vibes, ist aber wiederum mit 8,5 Minuten äußerst lang geraten dafür, was es bietet. Ist aber trotzdem eine in Downtempo ähnliche Chill-Out-Nummer. Auch wirklich absolut kein Ausfall vom Album. Track Nummer 7 ist dann Hommage. Ein Track, den man eigentlich auch als Single in Betracht hätte ziehen können. Ist ein absolut wundervoller Trance-Track, relativ kurz, muss man sagen. Also noch nicht mal 4 Minuten. Wieder absolut wunderbare Vocals von Jan Johnston. Hat eine sehr gute Hookline im Chorus. Bleibt auch hängen und hat auch eine gewisse Prise an Melancholie. Also ist eigentlich so ganz tolle Stimmung, ist für mich auch neben Like a Friend und Kaleidoscope, zu dem wir dann am Ende noch kommen, einer meiner Geheimfavoriten oder Favoriten, kann man sagen. Also ist auch ein ganz toller Song. Was man aber hier sagen muss, rein musikalisch ist der Song eigentlich relativ simpel gehalten. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Song, der extrem komplex ist in seiner Art, in seinem Aufbau, in seiner Harmonie, in seiner Melodik. Es ist nicht extrem komplex, aber funktioniert trotzdem wundervoll. Also deswegen einer der besten Songs vom Album. Der nächste Track ist dann Never Forget. Ist wieder ein sehr ruhiger und guter, chilliger, hätte ich eigentlich als Downtempo bezeichnet. Bezeichnet man wohl nicht als Downtempo, sondern eher dann als Atmospheric Breaks. Breaks deswegen, weil wenn ein Song Breakbeats hat, aber einen eher trancigen
Sound an sich nennt man das Breaks und in dem Fall könnte man das als Atmospheric Breaks Instrumentaltrack bezeichnen. Für Downtempo ist es wahrscheinlich von der Geschwindigkeit her zu schnell, kann man jetzt so oder so sehen. Ich hätte es jetzt als erstes als Downtempo bezeichnet. Ja, ist auch ein guter Track, hat sehr dichte Flächen und ein Piano und ist ein sehr chilliger Track. Und es soll auch angeblich ein Featuring darstellen, was bei Wikipedia steht, und zwar mit einem gewissen Stinker. Aber ich weiß nicht genau, wer das sein soll. Ich habe dazu nichts gefunden. Falls das jemand weiß, wieder wie immer unten in die Kommentare. So, dann kommen wir zu Track Nummer 9. Das wäre Knowledge. Ist ein etwas forscherer Song mit den coolen Leuten Atomic Dog, und zwar DJ Tomic und Trooper Tadon. Ein deutscher Rapper, der damals eine gewisse Zeit relativ angesagt war, ist aber insgesamt leider ein Lowlight vom Album. Zugutehalten muss man hier, es bringt nochmal eine andere Farbe mit ins Album. Ja, man kann aber auch sagen, es wirkt aber trotzdem wie ein Fremdkörper. Ist jetzt Auslegungssache, ob man sagt, es bringt nochmal eine andere Farbe rein. Wenn man es mag, sagt man, es bringt eine andere Farbe rein. Wenn man es nicht mag, so wie ich, sagt man, es ist eher wie ein Fremdkörper. Ja, es ist so ein bisschen möchte gern cooler Song, der, ja, meinen Geschmack trifft der Song jetzt nicht unbedingt. Mit That's Life folgt dann der nächste Track. Hier haben wir auch nochmal Lead Vocals von John McDade. Ist aber insgesamt für mich auch ein eher etwas unspektakulärer Trance-Track. Einer der schwächsten vom Album, meiner Meinung nach. Weil die Melodieführung ist sehr monoton gehalten, kommt nicht an die besten Tracks vom Album ran. Jetzt sind wir schon bei Track Nummer 11 angekommen. Das wäre Connected. War die zweite A-Seite auf der Doppelsingle Time of Our Lives und Connected. Ist in dem Fall aber ein instrumentaler Trance-Track. Und es ist auch der für mich stärkste instrumentale Trance-Track vom Album. Jetzt, hier haben wir auch wieder den Fall, die Melodie ist nicht extrem virtuos, funktioniert aber hervorragend, also sehr treibend in dem Sinne, was es sein will, macht es das ja hervorragend. Vom Sound her gut, der Beat geht nach vorne, ist eine gute Nummer. Mit Spellbound folgt dann der vorletzte Track, ist ein ganz solider bis guter Trance-Track, wieder mit Jen Johnston an den Lead Vocals. Für mich von der Mischung her leider wahrscheinlich einer der schwächsten, in Anführungsstrichen, Stücke. Gibt da so ein paar Sachen, da müsste ich jetzt ins Detail gehen, warum ich das so sehe. Ich finde unter anderem, dass die Vocals teilweise relativ leise gemischt sind, also es ist nicht extrem leise, aber ich habe mir schon so beim Hören gedacht, irgendwie so ein ganz kleines bisschen, so ein Mühe mehr Lautstärke bei den Vocals. Die Vocals sind auch zugefiltert, was ein bewusster Effekt ist. Das stelle ich hier überhaupt nicht in Frage. Und ich finde auch zusätzlich auch, dass man ein paar Lautstärkeautomationen zu stark hört. Also man kann das ein bisschen dezenter machen. Es gibt so ein paar Stellen im Track, man hört die Lautstärkeautomation so an so ein, zwei Stellen sehr, sehr deutlich. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Das ist jetzt nur eine Kritik von mir. Aber das ist mir bei dem Track aufgefallen, ist mir eigentlich bei keinem anderen Track so aufgefallen wie bei dem Track. Heißt nicht, dass das ein schlechter Track ist, aber für mich von der Mischung her wahrscheinlich der schlechteste. Und ich finde es auch von der Melodie her, kommt das nicht mit dem Besten mit. Also wenn ich dann den Track sehe, den wir gleich besprechen, ist das nochmal eine Stufe oder 2 Stufen drunter für mich. Ja, als Abschluss haben wir dann auf dem Album einen Track, der heißt Kaleidoscope. Ist als Abschluss nochmal ein richtig starkes, melodisches und Vocal-Trance-Stück. Hat sehr verträumte bis melancholische Züge. Und ebenfalls haben wir hier wieder Jen Johnston an den Lead-Vocals. Ist qualitativ deutlich besser als Spellbound zuvor. Ein richtig geiler Trance-Track, gibt's nichts dran zu rütteln. Einer der geilsten vom Album. Könnte sogar sein, dass ich sagen würde, vielleicht ist das sogar der stärkste Track vom Album. Noch vor Nothing But You, weil das ist wirklich ein starker Track. Gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, werft mal am besten einen Blick durch das Kaleidoskop mit unserer Hörprobe. Ja, kommen wir zum Fazit.
Für mich ist Reflections ein Album mit extrem starken Momenten, die aber durch einige etwas mediokre Tracks etwas ausgebremst wird. Ja, meine beiden Highlights sind hier Kaleidoscope und Nothing But You, dann als Leadsingle. Dicht gefolgt dahinter sind dann die beiden Tracks Like a Friend und Hommage für mich. Ich schätze besonders die melancholischen und verträumten Züge, die sich auch wie ein roter Faden durch Stücke wie Hommage, Kaleidoscope und so weiter ziehen. Weniger anfangen kann ich dann mit so Sachen wie Knowledge oder so ein paar anderen Songs. Also Time of Our Lives ist jetzt auch nicht unbedingt ein Favorit von mir. Aber insgesamt bleibt es ein qualitativ hochwertiges Werk, das vor allem durch die Zusammenarbeit mit Jen Johnston glänzt. Also wundervolle Vokalistin, muss man sagen. Gefällt mir sehr. Ja, die Songs selber sind fast alle, bis auf die eine Ausnahme, die ich erwähnt habe, sehr gut produziert und gemischt. Das Ganze bleibt aber natürlich schon in seinem Genre. Also das heißt, wir haben hier größtenteils Trance mit ein paar Ausnahmen, ein paar Downtempo-Sachen, ein paar chillige Sachen. Also das heißt, man weiß schon ungefähr, was man erwarten kann auf dem Album. Man wird jetzt nicht extrem überrascht mit irgendwelchen experimentellen Dingen oder sowas. Das muss man halt schon auch sagen. Kommen wir jetzt zur Wertung. Alles in allem gebe ich persönlich für das Album eine 7,8 von 10. Das heißt also, es ist ein wirklich überzeugendes und auch hochwertiges Album, kurz vor der Grenze hin zu einem echten Highlight. Es reiht sich hinter Out There and Back auf Platz 2 im PVD-Ranking ein momentan. Also das heißt, wir haben momentan auf Platz 1 Out There and Back, auf Platz 2 Reflections, auf Platz 3 Seven Ways und auf Platz 4 45 RPM. So sieht es momentan aus mit dem Ranking. Wie ich jetzt dieses Album im Einzelnen bewertet habe, das seht ihr wieder hier unten in den Kommentaren. Da habe ich die Tracks einzeln auch bewertet. Also könnt ihr mal nachgucken, ob ihr da übereinstimmt mit oder nicht. Falls nicht oder falls doch, natürlich auch mal in die Kommentare was reinschreiben. Fände ich ganz cool. Aber ja, das war wie immer nur meine Sicht auf das Album Reflections. Wie findet ihr denn das Album? Ja? Sagt mir mal eure Meinung, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Oizo Music. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.